Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Das Jahr 2025 nähert sich dem Ende. Für uns ist es Grund genug, einen kleinen Jahresrückblick mit euch zu machen. Wie war unser Jahr 2025 hier in den USA? Nicht mit Günther Jauch, sondern mit Tina und André. Viel Spaß beim Jahresrückblick 2025. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt ihr Zuhause, wo der neue Traum beginnt. Die Tina hat so ein bisschen die privaten und persönlichen Ereignisse des Jahres monatlich aufgelistet. Und ich kümmere mich um das politische Weltgeschehen. Und da steige ich auch sofort ein mit dem Januar 2025. Ihr wisst, was kommt, oder? Genau, Donald Trump is back in the house. Ja, er ist back in the house und wir haben im Januar ein neues Haus für uns finden müssen und haben es auch tatsächlich relativ schnell gefunden. Absolut, das war sehr gut eigentlich. Ne? Also unser ehemaliger Vermieter hat das Haus verkauft. Wer uns folgt, der weiß das. Wir mussten natürlich umziehen und sind jetzt hier in dieser hervorragenden Lage. Wir haben uns echt verbessert, oder? Absolut. Wir haben uns total verbessert, was die Lage angeht. Wir sind auf einmal in einem, oder wir waren immer schon in diesem Stadtteil, aber jetzt können wir überall hinlaufen, wenn wir möchten. Das Einzige, wo Machen wir aber nicht. Ich mach's schon. Das Einzige, wo wir uns nicht mit verbessert haben, ist natürlich, das Haus ist sehr viel älter, ist aber auch dadurch viel gemütlicher. So ist das. Das war der Januar. Wir kommen zum zweiten Monat des Jahres 2025, der February. Mein Gott, schön, dass du das sagst. Das klingt immer so, als hätte man einen herzlich im Tee. Ne? Also Februar. Genau. Februar war für uns total... Ach nee, du wolltest ja mit Politik anfangen. Dann fang du mit Politik Nee, ich an. mache gar keine Politik. Ich habe mir so Ereignisse, die die Welt bewegen und vor allem die Deutschen. Und im Februar ist gar nicht so viel passiert. Außer der Super Bowl mit einem neuen Zuschauerrekord von 100 Millionen Menschen, die das gesehen haben. In New Orleans. Die Chiefs haben gegen die Eagles gespielt und die Eagles haben gewonnen. Ja, und das haben wir hier zu Hause mit einer kleinen Party gefeiert und haben ein paar Freunde eingeladen. War sehr schön. Was wir auf jeden Fall im Februar noch gemacht haben, ist, wir waren bei Justin Timberlake im Moody Center. Mega Konzert. So lange ist das schon her? Ja, so schön. Also es war ein Weihnachtsgeschenk von André vom letzten Jahr. Und ich habe mich total gefreut, Mr. Sexy persönlich zu sehen. Ich war da. Den anderen Mr. Sexy persönlich zu sehen. Das war echt toll. Wir hatten gute Plätze, hat Spaß gemacht. Und direkt danach sind wir noch zu Les Miserables gegangen. Das war ein sehr musikalischer Monat. Absolut. Und Les Miserables ist mein absolutes Lieblingsmusical. Ich glaube, ich habe das mittlerweile, keine Ahnung, gefühlt 20 Mal gesehen. In echt wahrscheinlich so 13 Mal. Aber wirklich super tolle Performance hier in Austin. Ich war nicht mit. Doch. Nein. Natürlich warst du mit. Les Miserables? Ja, sicher. Wo war ich denn da? Du hast mir das sogar geschenkt. War ich denn da wirklich mit? Ja. War ich mit Nina? Nein, alle anderen Musicals habe ich Ich mit habe Nina übrigens mein geguckt. Kurzzeitgedächtnis verloren beim Moped-Unfall. Sehr gut. Auf jeden Fall, was auch noch im Februar cool war, ich habe angefangen für Austin.com zu arbeiten und wir wurden rumgeschickt mit den ersten Partys, ersten Veranstaltungen, wo ich hin konnte und das hat super viel Spaß gemacht. Die rasende Reporterin beginnt ihre Karriere im Februar. Wir kommen zum März, Monat Nummer 3 in den USA. Politisch hat sich einiges getan, denn der März ist der erste Monat, wo die Fed Reserve die Zinsen gesenkt hat. Und das hat natürlich starke Auswirkungen gehabt. Und zu dem Zeitpunkt haben sich deutsche Unternehmer und deutsche Firmen um eine Investition in den USA gerissen. Glaubt ihr nicht? War aber so. Googelt mal nach. März war das erst. Oh Mann. Oh Mann. Und was haben wir im März gemacht? Wir waren auf Kreuzfahrt. Du hattest mir nämlich eine Kreuzfahrt zum Geburtstag geschenkt letztes Jahr. Und so eine Mini-3-Tages super billig Kreuzfahrt von Galveston. Ja, wir haben das gemacht, weil wir noch nie eine gemacht haben. Und Genau. wir gesagt haben, ey, lass doch mal klein anfangen. Hinterher mögen wir das nicht. Und dann bist du da 6 Tage auf so einem Schiff. Ja, genau. Aber das war total toll, hat uns Spaß gemacht und hat uns den Appetit auf mehr gemacht. Also wir werden... Meer? Welch ein Wortspiel. Also wir werden bestimmt noch mal eine Kreuzfahrt machen, aber das war das allererste Mal, dass ich auf dem Schiff war und du, glaube ich, auch, ne? Ja, also zumindest mit Übernachtung. Ja, genau. Also das war toll. Dann mein allererster roter Teppich. Der war im März und da durfte ich Dean von Gilmore Girls kennenlernen oder Sam von Supernatural oder Jared Padalecki. Ich kriege den Namen nicht raus. Auf jeden Fall
Mein erster roter Teppich hat Spaß gemacht. Und wir waren bei South by Southwest. Das große Festival, ja, das ist schon bekannt. Ne? Also ihr kennt ja bestimmt auch, ne? Also SXSW heißt das Festival, wenn man das so liest. Ne? Also South by Southwest, da steht Austin quer. Ja, genau. Also da ist die Stadt so proppenvoll wie sonst nur zur Formel 1 hier. Was ist eigentlich proppenvoll? Also jetzt mal ehrlich, so proppenvoll, ne? Wo kommt das denn her? Was ist denn proppenvoll? Was ist denn der Proppen? Ist der voll oder was? I don't care. Und was auch noch spannend war im März für uns, das Uni-Hunting für unsere kleine Tochter ging los. Wir haben angefangen, die Unis zu besuchen. Ja. Das ist schon seit April machen wir das. Nee, seit März machen wir das. Seit März haben wir es gemacht. Unfassbar. Ich habe übrigens im März Geburtstag gehabt, aber das ist ein anderes Thema. Ich dachte, das sollte ich nicht sagen. Doch, du solltest nicht mein Alter sagen. Die wissen ja, dass ich 82 bin. Naja, eigentlich bist du jetzt 83. Sehr gut. Monat Nummer 4, der April, der markiert die Trendwende in der amerikanischen Politik. Und wir starten mit dem Zollwahnsinn. Die USA beginnen den Handelskrieg mit China und erheben Zölle auf den Import von chinesischen Waren. Das wirbelt ein bisschen die Wirtschaft durcheinander, ist immer noch so. Ja, ja. Und für mich, mein absolutes Mega-Highlight war, ich durfte Mr. Hulk Hogan treffen und ihn noch einmal in den Arm nehmen. Mal. Ja, genau. Das war echt ein mega tolles Event. Mitten in einem Getränkekaufladen. Ja, aber es war cool. Das passt ja auch. Das passt er hat ja sein Bier promotet. Genau. The real American Beer. Ich vermute mal, der hat auch da viel von getrunken. Ja, glaube ich auch. Nein, aber eine herzliche Person, habe ich ja schon mega. mal gesagt. So nett, so lieb. Als ich sagte, dass ich aus Deutschland komme, hat er versucht, mit mir Deutsch zu sprechen. Also wirklich eine herzensgute Person, war ein tolles Erlebnis und bleibt für immer in meinem Kopf und Herzen. Außerdem hatten wir Besuch. Wir hatten Besuch? Ja, die Hoffmanns waren da. Die Hoffmannswein. Werdet euch jetzt nichts sagen, das ist auch totaler Quatsch, aber genau. Wir haben unsere alten Nachbarn, haben uns tatsächlich besucht mit Kind und Kegel hier in Austin, Texas. Also ihr merkt schon, ne? Ein paar Freunde halten nach wie vor die Stange und das ist auch gut so. Ja, und mit 5 Personen waren die hier und wir hatten den Spaß unseres Lebens. Wir haben die Texas Deluxe Variante gemacht, von oben Fort Worth bis unten hin Galveston haben wir alles gezeigt, über Fredericksburg. Also wirklich, das war, meine Schwester sagte irgendwann schon, aha, guck mal, die haben schon Level 3 bekommen. Das ist also, wenn ihr auch mal Level 1 oder 2 bekommen wollt, dann schreibt mich nicht an. Aber wir geben gerne Tipps. Ne? Also ihr könnt natürlich jederzeit uns anschreiben hier oder in die Kommentare schreiben. Wir sind immer hilfsbereit, wenn es um Tipps geht oder um, wenn ihr mal wissen wollt, ist das gut, da zu wohnen oder da zu wohnen, bin ich immer bei. Ne? Ansonsten, wenn das ein bisschen komplexer wird und ihr wirklich Fragen habt, dann bucht euch einfach in unseren Kalender ein. Ne? Den Terminkalender, den seht ihr hier als Link irgendwo drin. Wunderbar, wir kommen zum Mai, oder? Hast du noch was für April? Nein, ich habe nichts für April. War ein einfacher Monat, oder? War ein einfacher Monat, aber ein total spaßiger Monat. Also ist mir gut. Wir hatten Ostern. Ja, das kommt jedes Jahr vor. Und Ostern ist aber hier in Amerika ein bisschen anders als in Deutschland, nämlich nicht ganz so. Es geht halt nur ums Brunchen dort und den Egg Hunt. Es geht immer nur um Essen und Trinken. Also das kann man, glaube ich, verallgemeinern für alle Feiertage hier. Wir kommen zum Monat Nummer 5, den Mai. Und im Mai, da ist etwas publiziert worden, was harte Auswirkungen hat, auch für euch, wenn ihr in die USA reisen wollt. Denn im Mai war die illegale Migration hier auf absolutem Höchststand. Ne? Also das, was über den Rio Grande gekommen ist, das hat im Mai seinen Höchststand erreicht. Und die Auswirkungen, die erfahren wir noch im weiteren Verlauf dieses Jahresrückblicks. Ja, was wir gemacht haben im Mai waren ganz viel Essen und Trinken für Austin.com. Nein, Festivals und so weiter. Ich wurde richtig viel rumgeschickt. Gefühlt jeden Tag unterwegs gewesen. Es war, glaube ich, mein busyster Monat bis dato. Und es war Muttertag. Muttertag in den USA. Ist nicht immer Muttertag? Oh. Ist nicht immer Muttertag? Nein. Und Muttertag in den USA auch ganz anders als in Deutschland. Weil wenn du den nicht planst, gut planst, kriegst du nämlich nirgendwo mehr einen Platz. Haben wir im allerersten Jahr hier feststellen müssen. Da hat André mich eingeladen zum Frühstücken. Und wir haben die ganze Familie eingeladen. Ja, wir sind mit den Kindern durch ganz Austin gefahren. Genau, wir haben nirgendwo einen Platz bekommen. Das haben wir total unterschätzt. Ja. Also ich wusste, Muttertag, okay, die gibt es ja hunderte von Frühstücksrestaurants hier. Ne? Es ist ja nicht so, dass es nur eins gibt und 1 Million Austinaten dahin gehen. Ne? Sondern wir haben wirklich alle abgeklappert und alle so, Stunde, 1,5 Wartezeit. Ich so, nein. Ja, also das war... Wo sind wir eigentlich gelandet dann? Zu Hause. Ich glaube, wir haben dann gar nichts gemacht und von da ab immer reserviert oder geguckt, dass wir irgendwo hingehen in Brauereien, wo du nicht reservieren musst. Und das war ein bisschen, ist auch geil.
Frühstück. Morgens erstmal Brauerei. Nein, die bieten echt super tolles Muttertags-Specials dort an. Mit Kaffee und also es ist wirklich schön. Geheimtipp. Geheimtipp. Ja. Was kommt denn als nächstes? Als nächstes kommt schon der Juni. Der Juni. Der Juni war für die Deutschen wieder bedeutsam, was die amerikanische Politik angeht, denn die neue Regierung unter Donald Trump erhöht den Druck auf die deutschen Verteidigungsausgaben und sagt, Leute, ihr könnt nicht immer an unserem Bauchnabel hier hängen und an unserer Zitze lutschen. Ihr müsst hier schön auch mal selber was dafür tun, dass ihr euch verteidigt. Das heißt, Donald Trump hat den Druck auf die Deutschen erhöht, dass sie mehr für ihre Verteidigung tun. Ja. Und für uns, also für mich persönlich, war im Juni ein absoluter Kindheitstraum oder Jugendtraum, der sich erfüllt hat, weil ich durfte Dawson's Creek persönlich treffen. James Van Der Beek habe ich auf dem Austin TV Festival gesehen, sowie so viele andere Stars. Ich habe noch nie so viele Stars gesehen auf einem Haufen wie an dem Tag oder an den Tagen. Das waren ja 5 Tage oder so, wo ich unterwegs war. Unter anderem auch hier Billy Bob Thornton von The Landman. The Landman. Wurde dort vorgestellt. Hätten wir den damals schon geguckt, ne? Hättest du halt ganz anders. Hätte ich das noch anders. Ich habe alle Schauspieler von The Landman dort gesehen. Und Best Buddies jetzt. Ja, Best Buddies, auf so jeden Billy Fall. Bob Thornton und Tina jetzt, die haben Ja. eine WhatsApp-Gruppe zusammen. Ja, absolut. Nein, und persönlich, wir haben uns das erste Mal, seit wir hier sind, einen Urlaub gegönnt. Einen richtigen Familienurlaub außerhalb der USA. Mexiko. Ja, und Hast du- zwar meine ich nicht Deutschland mit, weil das zähle ich nicht als Urlaub. Nee, Deutschland ist einfach nur Familie Business as besuchen. usual, Familie besuchen. Ne? Das ist so absolut. Ja, wir sind nach Mexiko geflogen und das war echt toll und hat unser Leben sogar ein bisschen verändert. Ja, meine kleine Tochter hat da die Liebe ihres Lebens gefunden. Andere Geschichte kommen wir später zu. Wartet mit Juli. Das war's mit Juni. Dann kommen wir zum Juli, Monat Nummer 7. Mein Gott, was die Zeit vergeht. Im Juli, da passierte natürlich wieder was auf ganz politischer Ebene, nämlich diesmal gar nichts. Aber das Klima dreht am Rad und in den USA gab es eine riesen Hitzewelle mit vielen, vielen Bränden. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, die ganzen Feuer in Kalifornien, das passierte im Juli, das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Ja, und im Juli hat uns auch dieses Klima oder wie auch immer persönlich in Texas in unserer Region getroffen. Es war nämlich die absolute Megakatastrophe, die Flut. Da gibt es übrigens ein Video zu, haben wir mal gemacht. Ja, Ne? wo so viele Menschen, so viele Kinder ihr Leben verloren haben. Das war super dramatisch. Wir waren auf einer 4. Juli-Party und wir mussten ein bisschen eher gehen, weil mich das persönlich so schockiert hat und ich war so berührt, dass ich angefangen habe zu weinen und musste irgendwie gehen. Ja, war ich ein totales Weichei, das war im Juli. Das hatte ich irgendwie, ich fand das so schlimm. So War auch schlimm. Also, Ja. absolut. War noch was im Juli? Also wir waren ein bisschen unterwegs, haben uns so touristisch mal ein bisschen umgeschaut. Wir waren zum Beispiel in SeaWorld. Jesus, SeaWorld, das war auch, weißt du, da kann man ja geteilter Meinung sein, haben wir ja auch schon mal, glaube ich, erzählt. Ne? Aber SeaWorld, ich finde das mit den Tieren wirklich doof. Ne? Das muss man wirklich sagen. Aber in SeaWorld hier in San Antonio, das ist anders als der SeaWorld in San Diego, wo wir auch schon mal waren. Hier gibt es viel mehr Fahrgeschäfte und das ist mehr ein Vergnügungspark. Ja. Während in San Diego tatsächlich die Tiere im Vordergrund stehen, sind hier natürlich auch Tiere. Ne? Also ich mag zum Beispiel Orcas einsperren, das ist einfach widerlich. Sorry, muss ich einfach so sagen. Ne? Aber die Fahrgeschäfte da sind der Knaller. Absolut, richtig. Und ich als alter Achterbahn-Junkie kam total auf meine Kosten und ich hatte super, super, super viel Spaß. Du siehst, Freude und Leid liegen manchmal so nah beieinander. Und wir haben den strategischen Fehler gemacht, wir haben die Wasserbahn als allererstes genommen. Und an dem Tag war es zwar warm, ne? Aber ich sag mal, wir waren eine Stunde klatschnass, ne? Ja. Und liefen mit klatschnassen Klamotten durch diesen Park. Aber das gehört dazu, da müsst ihr durch. Monat Nummer 8, August. der August, der schneit herein. Und was war denn im August Weltbewegendes? Weltbewegendes, ich habe keine Ahnung, das ist dein Metier. Ich kann alles Persönliche sagen. Sag doch mal. Persönliches, alles klar. Unsere Tochter wurde volljährig. Yay! Volljährigkeit in den USA ist auch 18. Man glaubt es kaum. Auch 18 ist in den USA volljährig. Du darfst halt nur nicht trinken bis 21. Und, Manche sollten auch mit 30 nicht trinken. Aber das ist ein anderes Thema. das heißt, sie darf ihre kompletten Entscheidungen hier alles selber machen. Die Ärzte dürfen uns nichts mehr sagen, was sie hat, selbst in einem Notfall nicht. Aber die Lehrer schon, ne? Aber die Lehrer schon. Also ich muss sie tatsächlich in der Schule immer noch entschuldigen. Das ist auch geil. Bist du 18 und die Mutter muss eine Entschuldigung
schreiben. Stellt euch das mal in Deutschland vor. Ne? In Deutschland sagst du, ich bin 18, ich gehe einfach nicht hin und fertig. Ne? Und hier so, brauchst du Entschuldigung der Eltern mit 18. Mit 18. Und das letzte Highschool-Jahr hat begonnen. Das ist für mich sehr emotional tatsächlich, weil alles so zum letzten Mal passiert. Ne? Wir können ja nochmal nachschieben. Würdest du das tun? Nein. Dengel. Die Fabrik ist geschlossen, basta. So ist das. Nein. Entschuldigung. Oh nein. Und was ich auch noch sagen wollte, wir waren auf so einem Dorf-Land-Rodeo in, wo war das? City. Johnson City. Und das war so cool. Ich habe meine allererste Schönheitswettbewerb gesehen. Das war genau, wie man sich das in so einem Hallmark-Kitsch-Film vorstellt. Genau so war das. Ja, ich mag das. Also das ist wie ein Gemeindefest, da haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Das war sehr cool. Auf politischer Ebene fingen im August die Kartellverfahren gegen die Tech-Giganten an. Ne? Also so Google, Facebook, Meta, die geraten langsam ins Visier, weil man doch eine starke Machtkonzentration feststellt. Also die EU, die übertreibt dann sofort, ne? Die haut dann riesige Verfahren raus. Aber auch in den USA sind Kartellverfahren gegen die Tech-Giganten gestartet worden. Wusste ich gar nicht. Ja, guck mal. Gut, dass du hier das Video kannst ja nochmal nachgucken hinterher. Spannend, spannend. Sonst noch irgendwas Weltbewegendes passiert? Im August nicht, ne? Okay, gehen wir zum September. Yes. Und September ist ja so unser persönlicher Monat, weil wir im September geheiratet haben. Oh. Wir hatten einen Hochzeitstag. Ja. War das was Rundes? Alter, das weißt du nicht? Natürlich weiß ich das. Es steht da im Ring hier drin. Ja, wie viel war es denn? Der 21. Oh mein Gott, du überrascht mich. Ja. Ernst drauf. Ja, im September ist eigentlich schon ein Wendepunkt gewesen, also zumindest in der Migrationspolitik. Ne? Das heißt, man hat vor allen Dingen deutsche Studierende betrifft das, ne? Man hat so ein bisschen die Visumsregeln neu definiert, auch für Studierende hier in den USA. Ne? Da fing das so langsam an, das ist erst September, ne? Und wir haben jetzt, wenn wir das aufnehmen, Dezember. Ne? Also das ging ganz schön schnell jetzt, wenn man das im Rückgang betrachtet. Ne? Von September, wo so die ersten Visumsregeln umgeschmissen worden sind, ne? Und man so ein bisschen aufgeräumt hat hier. Mal sehen, wie es weitergeht. Das ist auf jeden Fall im September angestoßen worden. Genau, und bei uns, was war bei uns noch? Wir hatten das erste Home Game. Das Home Game? UT. Ach so, hier, Saisoneröffnung College Football. Ja. Das war cool. Das war mega toll. Wobei das Spiel langweilig war. Ja, leider, aber die Atmosphäre war super. Das Einzige, was ich, glaube ich, auch ein bisschen schade fand, dass wir so ein Frühmorgenspiel hatten. War das nicht um 11 Uhr Spiel? 11 Uhr. Das ist auch doof. Ne? Ja. Also ich mag ja Football wirklich, ne? Aber so 11 Uhr heißt, du musst ja um 8 Uhr schon anfangen mit Tailgating. Und das ist mir einfach zu früh. Nee, kann ich auch nicht. Also es war ein sehr, sehr, sehr humanes Spiel aber also die Stimmung war trotzdem toll. Die Stimmung ist toll, also da lassen die sich ja nichts nehmen. Ne? Ja. Das war trotzdem ausverkauft und war einfach der Knaller. Ne? Ja. Und apropos Stimmung, wir haben uns auch noch eine kleine Wohltat gegönnt. Wir haben nämlich noch Tickets für das Lainey Wilson-Konzert bekommen. Lainey Wilson ist meine absolute Favoritin, wenn es um New Country geht. So muss man das ja bezeichnen. Ne? Also kommt jetzt nicht an George Strait oder so dran. Ne? Aber Lainey Wilson, der Knaller. Wer die nicht kennt, googelt die mal. Ne? Die Dame ist echt der Burner. Und wenn die spricht, die hat so einen richtig harten Louisiana-Südstaaten-Akzent. Ne? Ja. Ich höre die total gerne. Und wir haben tatsächlich Tickets geschossen, irgendwie 3 Tage oder einen Tag davor, 2 Tage davor, also ganz, ganz, ganz kurzfristig, für $35 das Ticket. Und das hier ist in den USA für Entertainment, also quasi hinterhergeschmissen. Also das war super, super billig, weil wir haben vorher noch geguckt, eine Woche vorher waren die Tickets bei $140, die billigsten. Und also deswegen kleiner Lifehack, immer kurz warten bis kurz vorher und vielleicht schießt du dann noch was. Es gibt da so eine App, wo so Restkarten irgendwie oder Verkauf, was heißt ich, hat auf jeden Fall Spaß gemacht für $35. Das war auf jeden Fall wert. Also wir hatten gute Plätze, alles war gut. Das war der September. Jetzt kommen wir zum Oktober. Nummer 10. Ja, das geht ja wirklich schnell hier. Im Oktober, da sind die wirtschaftlichen Daten nicht ganz so rosig, denn die Politik hier in den USA, die hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Welt. Und die Märkte, die waren sehr volatil im Oktober. Das ging rauf und runter, weil man irgendwie nicht so richtig wusste, was will er denn heute? Es ist ja Montag und Dienstag macht er was anderes. Und du hast richtig in den Charts, siehst du im Oktober richtig so ein... Weil er sagt, macht er das? Ah, nee, macht er doch nicht. Macht er das doch? Nee, macht er nicht. Das ist abgedreht. Also wirklich, das hat immer noch Auswirkungen. Ja, für mich persönlich, ich habe wieder einen Star getroffen, einen für mich Megastar und selbst du magst ihn sehr gerne, Glenn Powell. Glenn Powell finde ich cool. Von Top Gun, Top Gun 2. Ja, aber nicht Goose. Nicht Goose, genau, sondern der andere. Total cool, den getroffen zu haben. Das war
aufregend hoch 10. Dann, was auch noch toll war, war das Austin FC Game, das nachgeholte, weil wir hatten irgendwie Karten direkt am Feld. Und macht das mal in Deutschland. Ja, so das ist schon direkt cool. am Feld zu sitzen. Das war schon nett, aber echt Glück gehabt, ne? Ja, total. Und die Stimmung war sensationell, total friedlich, wie alles hier in den USA. Überhaupt nicht so wie, also ich würde da, kleine Kinder waren dort. Die würde ich überall hin mitnehmen, hier auf diesen Veranstaltungen. Ja, absolut. Und Oktober heißt in den USA Pumpkin Patch Season, Halloween Season. Alles wird orange, alles wird bunt und du kannst überall... Alles wird orange, könnte jetzt jemand auch krumm nehmen. Ich meine mit Kürbissen. Ja. Nicht Hauptfarbe, Kürbissen. Und wie komme ich dann zu der Überleitung zu Halloween, zu Grusel, Orange und Grusel? Ganz dünnes Eis, Frau Ganz Achtermeier. dünnes Eis. Es ist Halloween-Season hier gestartet. Die fängt hier am 1. Oktober an und dann dreht hier unsere Nachbarschaft auf. Es wird alles dekoriert und je gruseliger, desto besser. Und ich glaube, ich habe am 3., 4., 5. Oktober rum angefangen und war spät dran. Also super spät dran. Ja. November. Monat Nummer 11. Wir nähern uns schon dem Ende des Jahres. November. Ja, was war im November hier auf weltpolitischer Ebene? Da gab es den Black Friday. Und der Black Friday ist deshalb wichtig für die USA, weil es ein Konsumindex ist. Das heißt, man misst immer daran, wie gut geht es den Amerikanern am Black Friday. Und es ist sehr überraschend gewesen, denn es war einer der besten Black Fridays aller Zeiten mit dem höchsten Umsatz im Consumer-Bereich. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es den Amerikanern gar nicht so schlecht geht, wie immer berichtet wird. Interesting. Was haben wir gemacht im November? Wir haben ein Nashorn gestreichelt. Ja. Wir durften ein Nashorn streicheln. Wirklich unglaublich. Ich durfte meine Tochter erleben bei Billie Eilish. Das war, mein Mama-Herz ist so aufgegangen. Ich war mit ihr zusammen auf dem Billie Eilish-Konzert und es war so wunderschön, sie zu sehen. Also neben Billy meine Tochter zu sehen oder unsere Tochter zu sehen, das war sensationell. Wir hatten das Wurstfest und da durfte ich dich und Chris sehen, wie ihr steil gegangen seid. Also mit steil meinte sie, wir waren sehr, sehr gut dabei. Ihr seid froh gewesen, dass ihr mich dabei hattet, die euch nach Hause gebracht hat. Nein, wir hatten wirklich super viel Spaß im Dirndl, im Trachtenanzug oder Lederhosen. Alle sensationell cooles. Ich glaube, wir haben sogar ein Video dazu gemacht. Ne? Ich glaube auch, ja. Ich kann es gerne nochmal verlinken, aber ihr findet das bestimmt, wenn ihr seid ja alt genug, ne? Und ihr müsst ja mindestens 18 sein, um diesen Kanal hier zu gucken. Und wir hatten Thanksgiving und da kommt jetzt die Brücke nach Mexiko. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ganz einfach, weil die Eltern oder die ganze Familie von der Kleinen, vom Freund, die sind gekommen und haben uns besucht. Auch mit 5 Leuten wieder eine Woche Thanksgiving. Die waren mit 5 Leuten, also Ausländer waren das ja, sind aus Kalifornien. Ne? Die kommen hier hin, waren zum ersten Mal in Texas, ne? Und da macht meine Frau natürlich auch das Touri-Programm mit denen. Ja. So eine Woche, das war wirklich cool. Ne? Also eigentlich bin ich kein Freund von Urlaubsbekanntschaften, ne? Aber irgendwie hat das gepasst bei denen, ne? Und bei meiner Tochter und dem Jungen sowieso. So, das heißt, die haben sich eine Woche hier bei uns eingemietet. Wir haben die bespaßt, wir haben zusammen den Truthahn gegessen und gemacht. Und das war wirklich eine coole Zeit. Ja, also wirklich so ein tolles deutsch-amerikanisches Thanksgiving. Deutsch-amerikanisch-kalifornisch. Oh ja, war sensationell. Also bleibt auch im Herzen. Wir kommen zum letzten Monat, der Monat Nummer 12, der Dezember. Und so weltpolitisch ist da gar nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Außerdem läuft der Monat noch. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die Marktdaten der USA erstaunlich gut sind. Trotz allem, den USA geht es schlecht oder geht bergab. Die Indexe sagen aber leider was ganz anderes oder zum Glück was ganz anderes. Aber wie gesagt, der Monat ist noch nicht rum. Darum bin ich da kommt bestimmt noch was. Ne? Ich meine, wir haben ja heute den 27. Von daher gesehen, könnte da noch die nächsten 4 Tage ein bisschen was passieren. Was auf jeden Fall passiert ist bei uns, ist, die Christmas Season hat angefangen am 1. Dezember. Auch hier wird geschmückt, was das Zeug hält. Die ganze Nachbarschaft ist ein reines Lichtermeer. Eine Pop-Up-Bar in Downtown zum Christmas-Thema bis zum geht nicht mehr, haben wir beim letzten Video gesagt. Und wir haben Besuch von der Familie.
Genau, meine Eltern sind hier, genießen mit uns die Weihnachtszeit, bleiben noch bis Januar und dann geht's wieder zurück. Ja, liebe Kinder, das war das Jahr 2025 im Schnelldurchlauf. Alle 12 Monate die Highlights mal herausgesucht. Was waren denn eure Highlights eigentlich so, wenn ihr das mal sagen müsst? Welcher Monat war denn für euch der Top-Monat des Jahres 2025? Und vor allen Dingen, was ist denn eure Erwartung an 2026? Was glaubt ihr denn, was 2026 alles auf uns einrasseln wird? Oder was für euch persönlich wichtig ist? Aber jetzt zum Jahresende wollte ich auch noch mal Danke sagen. Also wirklich danke, 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 dass ihr uns so supportet. Jeder Kommentar, jeder Like, jedes Video gucken bedeutet für uns die Welt. Es macht so viel Spaß. Wir dürfen euch persönlich kennenlernen und das ist schon, ich hätte nicht gedacht, dass man aus nichts so eine Community hinbekommt und ja. Das ist schon irre. Also da gebe ich dir recht. Ne? Auch von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Folgen, fürs Supporten. Ne? Das macht schon Riesenlaune. Ne? Also das ist schon eins meiner Lieblingshobbys geworden hier, YouTube und die ganzen Social Media Videos, die wir da so hochladen. Das macht schon Riesenlaune. Ihr seid wirklich eine coole Community und 2026 wird bombastisch. Und ich freue mich auch, weil ich weiß ja jetzt schon, ein paar kommen ja tatsächlich auch nach Austin, weil die uns gesehen haben, sagen, boah, Austin muss ja auch cool sein. Ne? Ja. Das macht mich ein bisschen stolz, ne, dass wir Austin euch schmackhaft machen können, denn es ist wirklich sehenswert hier. Das Wetter ist immer super, wenn ihr Hitze abkönnt im Sommer. Und wenn ihr ein Bierchen trinken wollt mit uns, dann sagt uns Bescheid bitte vorher. Schickt uns eine E-Mail oder irgendwas. Ich will nur wissen, wie ihr heißt und wie ihr aussieht. Das ist meine Voraussetzung für so ein Meeting. Ne? Also ich würde mich nicht mit User 2164 treffen, ne? Sondern ich will den Namen haben und gerne wissen, wer ihr seid. Weil ihr kennt uns. Ich kenne euch aber nicht, darum ist das schon fair, wenn ihr uns einmal kurz sagt, wir wollen uns treffen, ich bin der und der, dann ist das alles super, dann kriegen wir auch ein Bierchen hin. Ja, absolut. Und mit dem einen oder anderen treffen wir uns sogar im nächsten Jahr schon zum zweiten Mal, die zum zweiten Mal nach Texas kommen. Und das finde ich auch sensationell, dass man so eine Liebe einfach auch weitergeben kann. Absolut. So, wir gehen ins 4. Jahr nächstes Jahr, ne? Oder wir sind schon im 4. Jahr, ne? Ja. Seit 3,5 Jahren sind wir jetzt hier. Wir machen weiter, versprochen. Und wir drehen noch mal richtig auf. Ich habe noch ein paar wirklich coole Ideen und ein paar coole Projekte, die ich mit euch gemeinsam machen will. Und dann sehen wir uns im Jahr 2026 wieder. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, viel Gesundheit und mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Das Gleiche von mir. Bis dahin. Ciao.